Es gibt unzählige gruselige Videos im Internet, manche weniger gruselig, manche gehen wirklich zu weit und bei anderen stellt man sich die Frage, ob da nicht doch manchmal was dahinter ist. Wir schauen uns heute die gruseligsten Videos an, die ich gefunden habe. Wenn ihr noch gruselige Videos kennt, Leute, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich schaue mir das alles an und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein, lasst einen Daumen und ein Abo da und zieht euch eine Windel an. Leute, ich habe eigentlich gar keine Lust drauf, aber ich habe mir sagen lassen, dass das ganz cool ist. Wir schauen uns heute ein Video an von Bizarre Bub, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Korrigiert mich gerne wie immer. Ich verlinke euch den Kanal natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Credits gehen natürlich raus, Leute, und auch das Originalvideo. Der Kanal macht Scary Compilations, das heißt, wir schauen uns das jetzt an. Das Video geht 25 Minuten lang. Und ich habe echt Angst, dass ich mir ein bisschen in die Hose stuhle. Aber wir schauen mal. In the following video, a group of friends are having a small gathering as they all collectively sing to a song of worship. Okay, also die singen, die haben eine schöne Zeit. Und wer filmt das? Irgendeiner singt das dann. Philippinen wahrscheinlich, oder? Sieht aus wie aus den Philippinen vielleicht. Oder irgendwo im asiatischen Bereich. That something would happen during this gathering that would haunt them forever. Be sure to pay close attention, as no one had noticed it until looking closely. Take a look. Okay, man soll genau gucken, weil... Oh! Lol. Okay, gut. Es ist halt die Sache, also wir, ganz kurz, das muss ich noch dazu sagen, wir bewerten nicht die Echtheit, weil man das bei solchen Videos nicht bewerten kann, das muss ich ganz klar dazu sagen. Das Video kann eine Auflösung haben auf Doom. Ja, die meisten haben eine Auflösung auf Doom, die ist einfach grottig und man kann trotzdem einfach was einbauen. In der heutigen Zeit mit Videobearbeitung ist das so. Hätte mir so ein Video jemand in den 40er oder 50er Jahren gezeigt, dann wäre es vielleicht was anderes gewesen. Auch da gab es Fakes oder da wäre die Möglichkeit gewesen, dass man es faked, aber dann halt physisch und nicht digital. Also das bewerten wir am Ende des Tages nicht, ja. Ich sage, was ich denke, zwar schon dazu, aber ich bewerte nicht, ob es echt ist. Das sah scary aus auf jeden Fall. So viel sage ich mal dazu. As the camera pans over to the hallway, a shadow-like figure can be seen bolting down the hall at a speed beyond human capacity. Das stimmt, Its rapid movement and dark appearance were enough to leave the family extremely unsettled. Viewers believe that this ceremony might have had something to do with the sudden appearance of this figure. They can't help but think that this may have been some sort of dark entity that was provoked by the ceremony. Ja, ist halt die Frage, was das für eine Zeremonie war. So it's hard to be sure if that's so. But whether paranormal or not, the sudden appearance of this dark figure is creepy alone. Also gut, keine Ahnung, das ist halt exactly so die was caught on camera. Ich denke mir immer, Geister, deren Lebensaufgabe ist es, andere zu erschrecken. There's a place in Mexico that used to be known as the Disneyland of Latin America. Reino Mágico was a small theme park that opened in 1988 and closed only 3 years later after multiple fatal accidents took place inside the park. It's unknown if the park had shut down for this reason. Okay, da gab es viele Unfälle. Das ist quasi das mexikanische Disneyland. Und keiner weiß, ob deswegen der Park geschlossen wurde, aber sieht ziemlich creepy aus. For the simple fact that many visitors reported paranormal experiences while being there. This isn't surprising to some people, as the park was built on a cemetery. Oh! Urban explorers are certainly creeped out by this fact, but they're even more creeped out by the statues that were left behind. Rumor has it that the statue of Snow White is haunted. Nightly visitors have reported seeing the statue in a spot that was not the same as where it was originally seen. It's as though it moved on its own. Aber sind das Aufnahmen aus diesem Park dann jetzt? Also könnte halt auch eine Aufnahme von irgendwo sein. One night, a group of friends visit the abandoned theme park when something very strange is captured on camera. Oh, ich will es eigentlich gar nicht sehen. Ich will das eigentlich nicht sehen. Güey, ese es el velador de... Da gibt's doch keinen... Aguanta, espérate, ey. No te muevas. No mames, no te muevas ahí. Es wackelt halt so, man sieht halt, oh ja, die bewegt sich, ne? Güey. Ese no es el velador, güey. Nee, das ist nicht die... Das ist noch nicht die Petrol Guard. Mich wundert's, dass da überall Licht ist, wenn der so abandoned ist. Warum wird der denn dann beleuchtet? Also werden Gebäude beleuchtet oder Anlagen beleuchtet, die nicht mehr genutzt werden, die komplett verfallen sind? Ich möchte es wieder nicht bewerten, ja. Mir würden Dinge einfallen, wie man das faken könnte. Aber wir bewerten nicht. Es ist gruselig. No, aguanta. Deja que mi cámara enfoque bien, Die Kamera ist halt wieder so schlecht einfach.
No digas perras mamadas, güey. No digas perras mamadas, güey. Perdón, perdón. Warum ist die Qualität immer so schlecht? Als weiß ich nicht. Güey, ¿fue aquí? No digas mamadas, güey. Was machen sie denn jetzt? Boah, nee, also ich würde da halt einfach rausgehen, oder? Es muss ja nicht sein jetzt, oder? Ach komm schon. No digas mamadas, güey. No, Jus. No. No, güey, no mames. Okay, jetzt steht sie einfach da. No sé. Das ist schon creepy, das muss ich zugeben. No mames, güey, no mames. Aber da denke ich mir halt, was ist denn die Aufgabe von dem? Einfach die Statue hin und her zu porten. As they look closely, they see that whoever this is appears to be wearing a dress. They continue to watch and notice that how they walk is a bit strange. Fast forward to the group seeing the statue of Snow White, and it's at this point that they realize the color of its dress is the same as the one worn by the person they saw. Ja, Could it be that the so-called person was actually the statue moving on its geht own? mir gleich hier die Gänsehaut The am group Rücken seems to auf. believe this, but of course, it isn't certain if that's the case. Had the group actually seen the statue moving on its own, or was this something else? Aber was sollte es denn sonst gewesen sein? Also ich meine, es ist ja obviously, dass dieselbe Ding anhat wie die Statue. Was soll es denn sonst gewesen sein? Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ich denke, es ist einfach übelst gruselig und ich will darüber gar nicht länger nachdenken. So, Nummer 6. The following video comes from a man named Bobby, and in this footage, Bobby is standing outside of his daughter's room where a strange noise was just heard. He checks on his daughter to see Eieiei, also mal, wie sieht denn das Zimmer aus? Ist ja, guck mal, was ist das hier? Ist das Wäsche? heard. He checks on his daughter to see if she's okay, but hesitates to go inside. There's something in this room that scares him. Und Now, was? Bobby is someone who I featured in a previous video. Bobby and his daughter live inside an apartment where strange and unexplainable things have been happening for a while. From toys that seemingly move on their own as though possessed by something, to the sound of footsteps coming out of nowhere. This small family has had a fair share of unusual experiences. Oh, ich würde dann einfach da weggehen, ne? Also. Oh, nee. Nah, get out of here, man. But at least y'all caught that part. Yo. No, I'm good. Bobby believes that his home is being haunted by the spirit of a little girl who previously lived in this apartment. According to his landlord, the young girl passed away from cancer. Viewers believe that the little girl is trying to play with his daughter, since most of the activity Okay, also da war eine kleines Mädchen, hat da vorhin im Apartment gewohnt und die ist an Krebs gestorben. Und er denkt, dass die da rumspukt. occurs in her bedroom. One day, Bobby's daughter is taking a nap when a strange noise is heard from inside her room. Feeling a bit scared, he takes a look and captures this. Was? What is that? Aber er fragt noch, was das ist. Junge, du hast die ganze Zeit irgendwelche Geräusche oder irgendwas geht an oder fällt runter oder bewegt sich von alleine. Und dann fragt er noch, was das ist. So it ain't my daughter because she's napping right there on the bed. Sounds like her closet door fell. Boah, ist das cursed. Try not to wake her up. Oh nee, ich kann das nicht, ey. Ich kann das nicht. So she's napping right there. I'm trying not to wake her up. Aber er nimmt das schon so ein bisschen, ja nicht humorvoll, aber... I don't know what that was though. She is soft. Whatever it was not even waking her up.
Ihr lacht da, ey. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Wow! Come on, man. She's in here sleeping. Come on, man. Ich schaue die ganze Zeit auf den Spiegel, weil ich warte, da was zu sehen. That thing was closed, right? Come on, man. Now why is she sleeping? Come on, man, sie schläft doch, sagt er. Oh mein Gott, ey, ich würde mich in die Hose stuhlen, aber sowas von. You need to get out of her room. Aber er spricht richtig. Play somewhere else. What the thing? As Bobby walks over to his daughter, who's a heavy sleeper, the closet behind him opens by itself without warning. Considering how often strange things happen at home, Bobby is used to this, which might explain his calm demeanor. Ja. He waits patiently for something else to happen while keeping an eye on his daughter. Fortunately, nothing happens. Ja, But the genau, das ist das, was er sagt. Weil er es halt schon gewöhnt ist, geht er damit halt ganz anders um. Deswegen, ja. Aber trotzdem heftig, ey. Richtig heftig. incident was enough to keep Bobby on his toes. He continues to watch over his daughter in case something like this happens again. Just like the previous incidents, this mysterious occurrence has yet to be solved. Da weiß man überhaupt gar nicht, was man sagen soll. Also ziemlich gruselig. Weiß ich nicht. On June 9th of Sieht mir jetzt 2023, nicht nach einem an Fake aus. unsettling Ich will nicht video was bewerten. posted by a girl named Pupe who was home alone when something pretty terrifying was captured. The video starts off with Pupe lying on the couch before she suddenly realizes that someone or something is in her house. Oh She was no. on her phone when she glanced over at the corner of the room and saw what looked to be a person standing completely still. Oh nein. Someone was watching her. Oh Although Gott. freaked out at first, she began to laugh as she had a feeling that this was either her friend or boyfriend who was pulling a prank. But little did she know, this wasn't a prank. A mysterious presence has invaded Pupa's home. The following is her video. Watch. Von ihrem Telefon mit einer besseren Auflösung. Ja gut, okay, Handys am Abend sind halt. Qué miedo que das. Yo, das ist. ¿Qué haces? Das sieht so ultra dunkel aus. Also wenn ihr euch das mal anguckt. Wenn jetzt da jemand stehen würde, also in der Theorie, so, das ist jetzt meine Interpretation der Dinge. Wir haben hier ein bisschen Licht. Das Handy macht Licht. Im Hintergrund ist Licht. Normalerweise müsste das Objekt, der Mensch, das Ding, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, eigentlich ein bisschen beleuchtet werden. Und eigentlich auf die Entfernung sollte es sich ein bisschen abheben. Ihr seht ja auch die Mauer links, die ist zwar nicht pechschwarz, aber wir sehen zum Beispiel das hier auch. Ich weiß nicht, was das ist, aber man sieht hier auch ein bisschen was vom Objekt hervorstechen. Das ist auch dunkel. Gut, hier oben, klar, der Ventilator ist auch schwarz, aber ich weiß nicht, wenn da jemand steht, ob der so extrem dunkel aussehen würde. Also for real, keine Ahnung. Aber das ist richtig creepy. Wow. Ey, Boah, was machst du denn da? ¿quién sos? Andate de mi casa. Boah, ist das cursed, ne? Hat sich aber gerade ein ganz kleines bisschen bewegt, glaube ich. Right when things are getting tense, the video ends abruptly. It's unknown as to what exactly happened afterward, but one can safely assume that Pupa was left extremely terrified. Ja, das... Now, Pupa has posted some videos after this incident, but in neither video does she go into detail about the events of that night. Perhaps this incident was so disturbing that Pupa is trying her best to forget about it. Although it's unclear as to what exactly was captured, there's no doubting that the video she took is just downright chilling. Wow. Also das ist schon... Das ist schon It's late at übel. night when a mother and daughter arrive home. The security camera at the front entrance records them pulling up to the gate of the house when out of nowhere, something very strange happens.
This video was posted by Mary Carmen, the daughter in this video, who lives on a small farm with a lot of animals. Now, the animals on this farm would do things that would make her feel as though she were taking care of children. To her, this place feels more like a daycare than a farm. But okay, also die Tiere benehmen sich eher wie Kinder und sie fühlt sich so, als würde sie eben Kinder betreuen und das wäre keine Farm. the biggest child, according to her, is her dog, who's known as Scott. From dancing with his so-called mom to going on boat rides whenever he gets the chance, Mary Carmen has a special place in her heart for Scott. But unfortunately, one night, something happened that left her completely devastated. She had come home with her mother after having dinner at a relative's when she found Scott lying in his bed. He seemed unusually quiet, which he never was. Scott had passed away. Oh. Now, it wasn't until grieving for days on end that she finally looked at the security cameras that captured Scott's final moments before passing. Nee, bitte nicht. Based on the footage, he passed away only a few hours before Mary Carmen returned home. He was already gone before she came. But after looking at the footage of when she arrived, she immediately noticed something strange. What was captured had brought her to tears. Have a look. Oh, Jesus! Yo. Also, ich dachte zuerst, weil da noch irgendwie sowas entlang geflogen ist, ich wusste schon, auf was das hinausläuft. Aber man sieht hier, also natürlich ist die Kamera, ja, die ist natürlich wieder grottig wie noch was, aber gut, das ist eine Überwachungskamera. Trotzdem, so, wenn wir jetzt hier Had gucken, brought her to tears. schau nochmal eben. Have a look. So, das sieht man nämlich so nicht gut. Moment. So, und wir stoppen jetzt. Ne, wobei, das ist jetzt. Also, die kommen hier mit dem Roller an. Wir sehen hier leuchtende Augen, ja, so wie es bei Hunden halt in der Nacht ist und ein Umriss. Das könnte halt ein Hund sein. Ich wüsste nicht, welches Tier von der Größe das wäre, was die nicht bemerkt hätten, wären sie rangefahren. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich sage, dass das der Geist oder der Spirit des Hundes ist, aber es sieht halt so aus, als würde der Hund sie begrüßen, weil sie halt nach Hause kommen. Aber er ist ja schon gestorben. Er geht auch hier hin, also ihr seht das, die bleiben hier stehen und er läuft hier hin und der bleibt dann hier auch stehen kurz und guckt. Und was mich so irritiert, sind die Augen, die eben das Kameralicht reflektieren oder das Licht reflektieren. Oh, okay, also weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr an sowas glaubt oder nicht. Ich persönlich habe immer so Momente, wo ich nicht weiß, was ich davon halten soll. Dann habe ich Momente, wo ich sage, das ist Quatsch. Und dann manchmal gibt es Momente, wo ich sage, ja, irgendwie, vielleicht gibt es sowas. Weiß ich nicht, möglicherweise. Was wissen wir schon? Ich habe keine Ahnung. Und dann läuft er irgendwie weg hier. Also ganz wild auf jeden Fall. Und da steht er immer noch. Oh Mann, ey. Und dann sind die irgendwie weg dann. Und da, ne, hier unten nochmal. Jo, das ist... Jo, das ist schon krass. Also das ist bis jetzt das Heftigste. Nicht vom Scary-Faktor, das A ist strange egal. figure that looks to be a dog suddenly appears on camera. Mary Carmen believes that this may have been the spirit of her dog, given that he just passed away that same night. According to her, he seemed to be waiting for her to return home before departing. It's as though he wanted to see her one last time before going away forever. To this day, Mary Carmen watches this video to remind her that even though Scott is physically gone, he is still with her in spirit. Ist natürlich eine But, schöne Vorstellung. like all videos, you be the judge on whether or not the ghost of her dog was Ja, captured. genau, er sagt das ja auch. Also ihr seid diejenigen, die entscheiden können, ob ihr das für wahr oder richtig oder, keine Ahnung, erahnt. Aber es ist natürlich eine schöne Vorstellung, wenn man das Gefühl hat, dass jemand Liebes, der verstorben ist, egal ob es ein Tier ist oder ein Mensch, noch bei einem ist irgendwie. So, irgendwo. Also nicht nur im Herzen, sondern halt wirklich so um einen rum. Wobei ich der Meinung bin, wenn das so wäre, dann
glaube ich, ist das auch keine Erlösung, wenn man hier ständig auf Erden wandelt. Also wie gesagt, keine Ahnung, ich kann dazu nichts sagen, weil ich da selber mir keine ganz klare Meinung drüber bilden kann. Aber Fakt ist, dass dieses Video bis jetzt das krasseste ist, wollte ich gerade sagen, nicht vom Scary-Faktor her, sondern vom Faktor, der berührt irgendwie und ja, also das fühlt sich jetzt am realsten an irgendwie, so von allen Videos. So, wir schauen weiter. Wohlwissend, dass... On May 24th of 2023, at around 10 p.m., a baby monitor captures something pretty spooky on camera. This video was posted by Marquette Jean, who's concerned for the safety of her daughter, as something very strange was captured inside her child's bedroom. Ah, nee. The video begins with her daughter, who appears to be staring blankly at the window that's behind the camera. It's unknown as to what exactly it is that she's seeing, but whatever it might be, it seems to have her full attention. She continues to stare at this window, when suddenly, the camera picks up movement from inside the room. Okay, also sie schaut an irgendwas beim Fenster, was hinter der Kamera ist. Oh, ich finde Babykameras sind sowas Gruseliges. Sowas Gruseliges. But, as we can see in the footage, nothing is moving. Now the family used to have a cat, and the camera would often pick up the cat's movement. But no cat is seen here, as their cat had passed away in August of last year. However, as Marquette watches the baby monitor, this happens. Oh Gott, ob ich sehen will, ist die Frage, ne? Aber wie sie auch da liegt, einfach so. Und einfach nur guckt, das ist so... Nein, komm, hör auf. Is there a cat in here? Is there a cat in here? No. Oh, sorry. Love you, night. Einfach, aber dem Kind das zu sagen und dann einfach wieder zu gehen, also keine Ahnung, das Kind versteht jetzt vielleicht den Zusammenhang nicht, aber das ist ja auch ultra creep, oder? Are you okay? What's wrong? No, it's okay. I was just checking on you. Good night. I love you. Scary. Huh? Scary. You're scary? Huh? Why? It's a monster. It's really scary. There's no monster in the window. I'll look. See? I'll look. Upon seeing a strange cat-like figure on the baby monitor, Also, zwei Sachen haben wir ja hier. Wir haben hier zwei Sachen. Das Kind schaut die ganze Zeit mit offenen Augen. Boah, mir läuft die Gänsehaut hinten runter. Ich mag das gar nicht, ey, diese Babykamera-Dinger. Das Kind schaut die ganze Zeit zum Fenster. Es blinzelt nicht mal. Und sagt dann seiner Mutter, da ist ein Monster im Fenster. Das ist schon mal der erste Punkt. Und dann haben wir hier auch noch irgend so... cat-like figure on Ja, the eine baby Katze hier, was ist das? Was könnte das sein? Aus rein wissenschaftlicher Sicht könnte das ein Fehler innerhalb der Kamera sein. Irgendeine Störung. monitor. Ja, es ist nicht klar erkennbar, dass eine Katze ist. Es sieht so aus, aber... Upon seeing a strange cat-like figure Also das sieht jetzt eher aus wie der Teppich, wie so ein On the baby. Pixelfehler vielleicht. Da ist der Schwanz. Ja, aber das ist halt... Die menschliche Vorstellungskraft macht manchmal Dinge aus Sachen, die gar nicht da sind. Und natürlich, da ist was in der Kamera, ja. Aber das muss halt keine Katze sein. Wie gesagt, wir bewerten nicht. Ich möchte keine Diskussion auslösen, aber... Ja, schwierig. Aber das mit dem Monster, das triggert mich mehr. monitor, Marquette bolts into the room and asks if a cat is in there. Confused as to what her mother had seen, Marquette's daughter replies no, but says that she's scared. According to her, there's a monster at the window. It's a monster. It's really scary. There's no monster in the window. I'll look. See? I'll look. Marquette checks the window and finds nothing there. Although creeped out by her daughter's response, she's more unsettled by the supposed apparition caught on camera. Ich würde die Tochter The einfach mit family ins believes Bett this may nehmen. have been the spirit of the cat that they once had, but later passed away due to cancer. Whether ghost or not, Marquette and her daughter are shaken up by this footage. Like all videos, the question is begged, just what exactly had occurred that night? Es wird immer schlimmer. 2 haben wir noch, ey. In the following video, a man named Win is washing dishes in the kitchen when he hears a strange noise coming from his basement. Oh His nein! basement, according to Win, is a place that he and his family avoid entering at all costs. There's something about it that isn't right. Now, not too long ago, something happened inside this space that neither Win nor his family could explain. As Win states, he was by himself in the basement
when out of nowhere, a small swing he had recently bought began to swing on its own. Although not really sure how to explain this, it would be the following incident that occurred only days later that leaves him extremely baffled. While Ich schaue da immer nach einer Schnur oder so. Wir bewerten nicht, aber ich gucke da immer. alone at home with his son, a loud banging noise on the basement door is suddenly heard. But when he checks to see as to who or what was banging on the door, he finds no one there. Did you get it? Understandably, this occurrence has left the family feeling thoroughly petrified. But as if that wasn't enough to freak them out, the following video captures this. Oh nein, Win is bitte. down in the kitchen washing dishes when his dog starts barking at the basement door. He immediately takes out his phone and begins to record. Go lie down. It's okay. Also wenn Tiere auf etwas reagieren, dann ist das immer noch ein ganz anderes Kaliber. Lie down. Weil einem Tier kannst du halt nicht sagen, also du kannst bestimmt einem Hund irgendwie beibringen, eine Tür anzubellen. Aber ich glaube, es gibt andere Beschäftigungsmaßnahmen, als das zu tun, ein Video zu filmen, ins Internet zu stellen und zu versuchen, damit Fame zu werden. Also, wir bewerten nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Stay. Been doing this all morning and I don't have time for this today. Stop. Hey buddy. I got too much going on. You gotta cut it out. Oh shit. Okay. I'm just gonna set it up. Paper towels. And we'll just let the phone roll. I asked you if you gotta go or you gotta go downstairs or something. Wherever you're gonna go, you gotta go. Calm down. He's okay. Please, not today. Just. Jo, da. Holy cow. Jo, da stand was. Habt ihr das gesehen? Little buddy. Sounding fed up with the supposed spirit, Win begs the entity to stop, but this only seemed to make things worse as the door to the basement began to continuously Aber ihr open on habt schon its gesehen, own dass soon da was after. war, oder? It isn't until looking closely at the doorway, however, that someone or something appears. Ja. Like something out of a nightmare, the shadowy figure seemingly fades into the darkness before reappearing again as a giant shadow. Feeling beyond spooked, Boah, ich Win würd is da ausziehen. absolutely Sofort, certain that he won't be sofort. entering this basement anytime soon. Sofort will ich da But as rausgehen. always, until more footage is brought forth, this video remains a mystery. Das ist für mich... Also, was soll denn jetzt eins sein, bitte? This next video was recorded by a father who caught something pretty creepy while watching over his son. The father in this clip is known as Ricky Beadle, and it was sometime in the afternoon when he took this footage. According to Ricky, he was walking past his son's room Also das mit dem im Schatten jetzt so mit der Kellertür, das hat mich jetzt richtig weggeholt. Also keine Ahnung. when he aber heard him talking to himself. He was talking under his breath, muttering something that Ricky couldn't understand. It wasn't until listening closely, though, that he can make out a few words. Now, even though it sounded like total gibberish, his speech was similar to that of someone conversing with another person. It's as though someone else was there with him. diese Fotos immer, ey. Hört doch auf damit, bitte. What Ricky took is just downright eerie. Take a look. Gut. Ja. Elliot, what you Machen doing? halt viele Kinder, ne? Oh, that's cool. What's that? What's that in the corner? The man hanging. Oh, why have you drawn that? He's hanging up there. Oh, really? What does he do? You know this man tonight? Why? Because he does this. Oh, really? But I'm not allowed to tell anybody. Okay. Hast du aber gerade. As if watching his son Also, behave strangely wasn't already creepy enough, he shows him this, a portrait of someone that only his son is able to see. But eerily, this supposed person appears to be hanging by a noose wrapped around their neck. Ricky points the camera to where the so-called hanging man is apparently seen, but as expected, nobody's there. Or so it seems. Ricky's child seems pretty convinced that the hanging man is real, but for some odd reason, he's not allowed to talk about him.
Now initially, Ricky wasn't really sure how to feel about this. It was only after the following incident, however, that he grew very concerned. Ricky is once again looking after his son when he hears him talking to himself just like before. He promptly reaches for his phone and captures this. Stop it. Elliot, what are you doing? Oh, really? Right. Is he crying? So this is the photo of the hanging man he's seen in the corner of his room. I'm going to ask him to draw it again when I've rubbed it completely off. Elliot, can you... Es wäre halt, also bei so einer Sache, also natürlich klar, ich würde wieder ausziehen. Aber da wäre es halt interessant, was halt in einem Haus passiert ist, wie alt das Haus ist und so weiter und so fort. Wir bewerten nicht. Nein, aber jetzt ohne Spaß. Also Kinder, ja, die können Sachen aufschnappen, aber wenn halt ein Kind, ohne dass jemand um einen rum ist, selbst mit etwas redet, was irgendwo ist und dann ziemlich verwirrt und vielleicht auch, ja, sehr eingenommen von diesen Geschehnissen ist, dann sollte man halt vielleicht mal gucken, ne? Also ob man jetzt an sowas glaubt oder nicht, das ist jetzt erstmal egal, aber man sollte sich halt um das Wohlergehen kümmern, was der Vater ja auch macht, um Gottes Willen, aber ich meine damit einfach, man sollte vielleicht trotzdem, also ich würde forschen, ich würde dann nachgucken, was ist in einem Haus passiert, wie alt ist das Haus etc. Ich würde mit der Sache auf den Grund gehen, einfach weil ich halt meinem Kind glauben würde, so, ganz einfach. Andere sehen das vielleicht anders, ich sehe das aber so. What if I don't let him? What if you can sleep in my room? Is that okay? Yeah. Right, so what's these on his face? Tears. What's this? Straight. Oh, Also der weint scheinbar. Does he cry quite a lot? Yeah, because he's got hay fever up there and he's up there Okay. in the corner. Okay, thank you. But he annoys me at the night because he keeps saying he always bangs on you just... Okay. Der Mann, der da hängt, der weint und haut die ganze Zeit rum und deswegen kann er nicht schlafen. It was at this point that Ricky couldn't help but think that his son was seeing things. As some viewers have commented, perhaps Elliot is showing early signs of schizophrenia, but Ricky isn't totally certain if that's the case. Feeling unsure as to whether or not Elliot is expressing his imagination or showing symptoms of a mental illness, Auch das sollte man natürlich abklären, ja. Also nicht nur nachforschen mit dem Haus und so, was ich gesagt habe, sondern auch das sollte man natürlich klären, klar. Ob da natürlich alles okay ist. he decides to set up a camera in his room. Hopefully, what he captures will clarify this confusion. But to his shock, the following footage recorded this. Oh nein, ich will's gar nicht sehen, ey. Watch. Elliot appears to be speaking to someone when out of nowhere, his legs are seemingly pulled out of bed. Stimmt, ja. In a state of disbelief, Elliot jumps off the bed and scurries out of the room. It seems that someone or something had tugged on his legs as though intending to cause harm. It was soon after watching this video that Ricky knew something was haunting his son. Although whether or not that's so, viewers agree that something supernatural was captured. But, as with all videos, I'll let you come up with your own conclusions. Ja, also ich weiß gerade überhaupt gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil ich muss ehrlich gestehen, mir läuft die Gänsehaut, mir läuft die Suppe den Rücken runter. Ich mochte solche Videos eigentlich noch nie. Schaue sie mir dann aber manchmal an, ja, also so wie jetzt, weil ich mir halt denke, vielleicht, aber nee, einfach nur nein. Leute, schreibt ihr mir mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ja, was ihr von diesen Fällen haltet. Ich kann jetzt nicht mehr dazu sagen, außer das, was ich schon gesagt habe. Mit dem Kind mal zum Arzt gehen, mal alles checken lassen, wenn da alles okay ist, oder halt parallel einfach mal im Haus checken. Und wenn das alles nichts hilft, oder beziehungsweise gleich ausziehen. Die erste Devise immer gleich ausziehen. Es gibt Leute, die sagen, man nimmt dann das mit, aber ich würde trotzdem ausziehen. Ich würde es immerhin versuchen. Okay, Leute, das war's mit der Reaction. Ich weiß nicht sicher, ob ich sowas nochmal mache. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben oder mir auch sagen, was ich mir angucken soll. Und ja, Leute, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ich brauche jetzt eine Valium.